Sie haben seit Juni mit einer Menge Journalisten in Deutschland gesprochen. Haben Sie den Eindruck, dass es hier eine andere Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus gibt als in den USA? Nun, ich denke, das meiste ist schon ähnlich. Sie haben hier dieselben Debatten. Populismus bedeutet, dass man die Eliten attackiert im Namen eines vermeintlichen Volkes. Anders ist nur, dass Journalisten in den USA schon seit langer Zeit angegriffen werden von politischen Gruppierungen, die behaupten, die Medien seien befangen und parteiisch. Insofern haben die USA vielleicht mehr Erfahrung im Umgang mit solchen Kräften. Aber ansonsten, die Art, wie die AfD die Presse diffamiert als Teil der herrschenden Klasse, die gegen die AfD sei, das erinnert sehr an Trump und seine Angriffe auf die Presse. AfD in Germany attacks the press and tries to suggest that it is part of a governing elite that is against AfD is very similar to the way Donald Trump attacks the press and says that it is against him. Was ist Trumps gefährlichste Waffe? Seine gefährlichste Waffe ist vielleicht das Misstrauen, das er schürt. In den USA gibt es sehr viel Unzufriedenheit mit der Arbeit von Journalisten. Und Trump weiß das zu nutzen und sogar noch zu steigern. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Nun, ich glaube, dass besonders die politischen Journalisten schon vor Jahrzehnten einen falschen Weg eingeschlagen haben. Nämlich als sie sich konzentrierten auf die Machtspiele innerhalb der Politik und nur noch darüber geschrieben haben, wie solche Winkelzüge funktionieren. Diese Art der Berichterstattung bringt das Publikum aber dazu, alle Menschen nur noch als Objekte der Manipulation wahrzunehmen. Meines Erachtens eine gefährliche und zerstörerische Form des Journalismus, die in den Vereinigten Staaten zur Norm wurde. I think it's a very corrosive and dangerous form of journalism that became the norm in political reporting in the United States. Welche Ereignisse haben das verstärkt? So much mistrust. Well, we've had a series of them. A very important one was in 2003, the United States went to war in Iraq. Nun, da gab es einige. Wichtig in diesem Zusammenhang war etwa der Irakkrieg 2003. Als Amerika in den Krieg zog, weil es angeblich Massenvernichtungswaffen im Irak gab. In einer Demokratie muss die Regierung der Öffentlichkeit begründen, warum sie einen Krieg führen will. Man kann nicht einfach in ein anderes Land einfallen. Diese Begründung stellte sich dann aber als Täuschung heraus. Hier haben wirklich alle versagt. Das Weiße Haus, die CIA, das State Department, die Opposition, der Kongress und auch die Presse. Warum versagte die Presse? Well, I think it's a combination of a lot of weaknesses in American journalism. The fact that ich glaube, das liegt an einer ganzen Reihe von Fehlentwicklungen im amerikanischen Journalismus. Die Tatsache, dass sich alle immer um die Story des Tages drehen, die übergroße Nähe zwischen Journalisten und Amtsträgern, der Wettbewerb um Scoops, der dazu führt, dass Journalisten Informanten brauchen, die sie zufriedenstellen müssen. Diese engen Beziehungen können so schädlich sein, dass am Ende eine richtig große Geschichte nicht ausreichend berichtet wird. Sie sagten, viele Journalisten konnten nicht glauben, dass alle Behörden falsch lagen. It was very difficult for American journalists who report on national security to believe. Es war sehr schwer für die Journalisten, die über nationale Sicherheit berichten, das zu glauben. Sie konnten einfach nicht begreifen, dass alle Experten in all diesen Sicherheitsdiensten irrten. Das Weiße Haus, das State Department, das Pentagon. Es war jenseits ihrer Vorstellungskraft. Und dasselbe passierte bei der Finanzkrise 2008.
Für die meisten Amerikaner kam sie aus dem Nichts. Wie konnte diese Hauskreditindustrie Banken umwerfen und die gesamte Weltwirtschaft umwerfen, ohne dass Journalisten davon wissen? Und sie haben ja nicht nur diesen Crash zugelassen. Sie haben danach auch nicht gefragt, was haben wir falsch gemacht, was sollten wir nächstes Mal besser machen. Wie können wir sicherstellen, dass das nie wieder passiert? Sie sagen in Ihren Essays, dass Amerika in Bezug auf Trump einen neuen Journalismus braucht. Wie sollen Journalisten mit ihm umgehen? How do journalists have to act in future with Trump? Well, one thing they have to do is they have to stop functioning as hate objects for. Sie müssen zum Beispiel aufhören, sich als Hassobjekte zur Verfügung zu stellen. Sie sollten nicht weiter ins Weiße Haus gehen, in den Briefing Room, wo Trumps Pressesprecher sich jeden Tag über sie lustig macht, ihre Fragen nicht beantwortet oder sie herunterputzt. Then they're functioning as hate objects for him. Stattdessen sollten sie zuallererst herausfinden, was Trump mit seiner Regierung vorhat, worüber er nicht spricht. Und sie sollten auch lernen, seine Lügen, seine Täuschungen und Propaganda zu entlarven. And they should also learn how to describe his lies and deceptions and propaganda as exactly that. When you say they have to investigate more. Sie sagen, sie sollten mehr recherchieren, aber nicht alle Journalisten arbeiten investigativ. There are also a lot of newsroom journalists. Wie sollten Journalisten im normalen Alltag mit einem solchen Präsidenten umgehen? And how do they have to deal with such a president? Well, what I mean is not necessarily that everybody has to be an investigative journalist, but that Natürlich braucht nicht jeder zum Investigativreporter zu werden. Die wahre Geschichte dieser Regierung ist doch, wie sie die Politik verändert. Wie wandelt sich die Umweltbehörde? Was macht das Wirtschaftsministerium? Wie verändern sich die Wirtschaftsgesetze? Werden Regierungsmitarbeiter heute anders rekrutiert? Für all diese Fragen muss man nicht jahrelang recherchieren. Dafür muss man nur über die Regierung berichten, jenseits von Trump. Und wenn Sie sagen, Journalisten sollten all ihre normalen Beziehungen zum Weißen Haus kappen, was meinen Sie damit? What do you mean by that? Well, what I mean is that this is not a normal situation. This is not a normal presidency. Dies ist keine normale Situation, dies ist keine normale Präsidentschaft. Also kann man auch nicht normal darüber berichten. Ich empfehle, dass jeder Newsroom für sich entscheiden soll, wie er die normalen Beziehungen abbricht. Für einige kann das zum Beispiel heißen, dass sie nicht mehr in den Briefing Room gehen, sondern ihre Reporter woanders hinschicken. The briefing room anymore. You send your reporters elsewhere. And is it already Und passiert das schon? Here and there, it's happening. Yeah. Da und dort. Es wurde bislang zum Beispiel niemals das Wort Lüge benutzt, wenn über den amerikanischen Präsidenten berichtet wurde. Simple example would be, we didn't used to use the word lie when it came to reporting on the president. Now it's Nun ist es sehr oft der Fall, dass Zeitungen sagen, das ist aber eine Lüge. Sie untersuchen sogar die Anatomie dieser Lüge, wie sie begann und sich entfaltete von Anfang bis Ende, als ob es eine ganz normale Sache wäre. Also es ändert sich etwas. Journalisten kommen zu der Erkenntnis, dass das keine normale Präsidentschaft ist, die deshalb nicht gecovert werden kann wie eine normale Präsidentschaft. Aber es dauert sehr lange. It can't be covered like a normal presidency, but it's taking a long time.